Im Bujinkan hat sich eine Abfolge zu den Grundpositionen etabliert, schlicht Kamae-no-kata bezeichnet. Diese wird meist in den unteren Schülerstufen abgefragt und unterscheidet sich teils von Dojo zu Dojo. Was es im Detail ist und ob es sich tatsächlich um ein Anfängerding handelt, das möchte ich anhand von Beispielen in diesem Video näher beleuchten. Ich bin Dirk vom Kanal Nippo-Ralf und wenn ihr mehr zum Thema Kamae-no-kata wissen wollt, dann bleibt gern dran. Als Kamae-no-kata wird heute eine Form unterrichtet, mit deren Hilfe die Schüler in den unteren Stufen eine Abfolge von Grundstellungen des Taijutsu demonstrieren. Was viele der jüngeren Schüler oft nicht wissen, ist, dass es im ursprünglichen japanischen Curriculum keine Kamae-no-kata gab, so wie es heutzutage im Training gezeigt bzw. unterrichtet wird. Es heißt, der Schwede Boef Munde, auch als Vater des Ninjutsu in Europa bezeichnet, hat diese Form als pädagogische Lernhilfe für seine Schüler entwickelt, um ihnen das Erlernen der Grundhaltungen zu erleichtern. Viele der Älteren unter uns kennen sicher auch noch diese typischen Illustrationen der Kamae, wie sie damals unter den Ninjutsu-Schülern die Runde machte. Über die Jahre hinweg haben sich verschiedene Abfolgen etabliert und entwickelt, die sich zum einen in der Reihenfolge der Stellungen, aber auch in der Anzahl der Kamae unterscheiden. Hier einmal ein paar Beispiele aus den verschiedenen Dojo. Denkt man nicht weiter drüber nach, scheint es bis hierher offensichtlich ein reines Anfängerding zu sein. Das Konzept zum Verständnis der Kamae-no-kata hat sich aber wesentlich weiterentwickelt. Kurz bin ich darauf auch schon in meinem Video zu Kamae eingegangen. Wenn du das nicht kennst, ich habe es hier oben bzw. auch in der Videobeschreibung verlinkt. Was verstehe ich nun als Kamae-no-kata bzw. wie wurde es bei uns früher im Dojo trainiert? Natürlich gab es auch bei uns zu Beginn den typischen Ablauf, der auf die bekannte grafische Darstellung aus den 80ern zurückging. Abgesehen von einem kleinen Fehler, der sich hinsichtlich Suwarigata in die Abfolge eingeschlichen hatte, war diese Form der Kamae-no-kata eine ideale Form für Anfänger, um sich die Grundhaltungen inklusive der japanischen Namen einzuprägen. Unter dem Aspekt, dass sich jede Technik auf eine Art Kamae-no-kata reduzieren lässt, hatte sich Ende der 90er in unserem Dojo eine andere Sichtweise auf die Ausführung der Kamae-no-kata entwickelt. Mir war wichtig, dass die Grundhaltungen nicht einfach nur nacheinander abgespult wurden, sondern dass die Abfolge im Einklang mit der Atmung und der Körpermechanik ausgeführt wurde. 4 Punkte spielten hierbei eine Rolle. Vorwärtsbewegung gleich ausatmen, Zurückweichen gleich einatmen, Abwärtsbewegung gleich ausatmen und Aufwärtsbewegung gleich einatmen. Mit diesem Fokus wurde die Kamae-no-kata bei uns im Training, wenn es darum ging, viele der grundlegenden Positionen zu demonstrieren, entsprechend abgeändert und es gab sich zum Beispiel folgende Reihenfolge. Es konnte hier zwischen rechter und linker Seite und auch in den Richtungen variiert werden. Der Fokus lag im Training aber mehr darauf, in Anführungszeichen, die Kamae-no-kata in den Techniken zu erkennen bzw. beim Demonstrieren von verschiedenen Positionen eine eigene, logische Abfolge im Fluss zu zeigen. Die Abfolge musste hierbei nicht zwingend alle Grundhaltungen beinhalten und wer jetzt aufmerksam war, hat festgestellt, dass auch bei mir einige fehlten. Das Erkennen der Schlüsselpositionen in jeder Form, also die Reduktion auf die essentielle Abfolge der Grundhaltungen, ist weit mehr als ein Anfängerding und hilft, komplexere Formen sauberer zu lernen. Hat man gelernt, sich korrekt im Raum zu positionieren und ist man in der Lage, flüssig von Kamae zu wechseln, verbessert sich das eigene Taijutsu ungemein. Die Idee der Kamae-no-kata als Abfolge im flüssigen Wechsel beschäftigt uns also wesentlich länger auf dem Weg des Lernens, als es zu Beginn des Trainings scheinen mag. Mich würde an dieser Stelle interessieren, was ihr dazu denkt, beziehungsweise wie ist das bei euch im Dojo? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Sorry für meine Stimme, die war jetzt so ein bisschen belegt.
Ich bin Dirk vom Kanal Niboral und sage Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video.